Ich finde diesen Klang vom reinen Sechszylinder ist einfach unbeschreiblich. Ja, ein VR6 kommt da noch ran, aber sonst diese Technik, es gibt sie ja auch nicht mehr. Das ist im B-Senator, ist das der letzte rein Sechszylinder, den Opel noch gebaut hat. Und das ist einfach klangtechnisch von der Laufruhe, das ist einfach göttlich. Ja, tatsächlich fing das in der Kindheit alles schon an. Mein Vater hat, seitdem ich eigentlich denken kann, fährt er auch einen Opel Senator und wir sind da so ein bisschen Opel geprägt. Und ja, mit dem Senator von meinem Vater, da war das so immer so ein Traum. Ein schönes großes Auto. Ich bin zwar klein, aber ein schönes großes Auto. Und ja, irgendwann war dann die Möglichkeit für mich gegeben, dass ich mir so einen kaufen kann. Sauerkrauts, made for petrolheads. Der Vorbesitzer von dem Fahrzeug musste den aus gesundheitlichen Gründen verkaufen und hat dann über eine eBay-Aktion den verkauft. Und hat sich, ich saß dann davor, hatte diese Auktion gesehen, der stand auch in Neubrandenburg und bin dann noch mit meinen 16 Jahren bin ich dann losgefahren, habe mir das Auto angeguckt und war total euphorisch und wollte den unbedingt haben. Ja, und dann habe ich ihn nachher, sag ich mal, habe ich die Auktion gewonnen und konnte ihn dann, somit war es dann nachher meiner. Es wurde schon ein bisschen was verändert und das hat den Wert, also Opel war zu der Zeit damals, ich habe den 2013 gekauft, da waren die, sag ich mal, noch nicht so gefragt und es gab auch noch ein paar mehr davon. Dadurch war der Marktwert da sehr gering und es hat sich halt super angeboten, ne? Ja, also er war auch schon orange, in einem Jägermeister Orange mit 18 Zoll Tiefbettfelgen und schon Federn drin, eigentlich so, wie man sich das als Jugendlicher vorstellt, nur schon in fertig. Also ich hatte ihn dann auch so noch eine Zeit lang gefahren, aber also es wurde schon was verändert und ich wusste nicht, wo die Zeit mich hinbringt. Ich hatte auch durch den Vorfall, also der Vorbesitzer ist ein guter Freund geworden. Der ist leider, hat er seinen 40. Geburtstag, konnte er noch feiern und ist dann verstorben. Deswegen habe ich das Ganze auch so ein bisschen immer in Ehren gehalten oder als Andenken auch gehalten und habe ihn lange, lange so gelassen, so wie ich ihn gekauft habe. Und habe ihn dann als solches auch präsentiert. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die Technik, die Mittel und Wege waren mir dann auch gegeben, dass man sagen kann, okay, jetzt gehen wir diesen Schritt und machen dann den Umbau so, wie er jetzt erstmal dasteht. Ihr könnt Dominik und seinen Opel Senator auch am 15.06.2024 live auf unserem Sauerkrauts Community Event Inneres Blumenpflücken sehen. Wir schmeißen auch in diesem Jahr wieder einen automotiven Tanztee für euch. Unser Inneres Blumenpflücken ist seit 11 Jahren der perfekte Mix aus feinsten Ausstellungsfahrzeugen und feinstem DJ-Line-Up auf 3 Floors. Sichert euch jetzt eins der limitierten Tickets auf www.ib2024.de oder scannt den QR-Code. Da ist ein 3 Liter 24V drin, war mit 204 PS
Die wird er auch noch haben oder auch nicht mehr. Und ja, ich habe ihn an sich so einmal überholt, sodass er wieder vernünftig fährt mit Steuerketten, da wo es die Teile halt noch gab. Ne? Sonst motortechnisch gibt es gar nicht so viel. Ja, die Lackierung kam natürlich, orange ist dadurch, dass er vorher auch schon in diesem Jägermeister Orange war, ist Orange schon ein bisschen zu meiner Lieblingsfarbe geworden. Und dann wollte ich aber was haben, was man nicht einfach so von der Stange kriegt. Und da kamen wir dann auf dieses Ultra Candy Orange, nennt sich die Farbe, mit Farbüberlauf in Schwarz, mit Flakes und noch ein bisschen Glitzer, das dann auch so richtig schön in der Sonne knallt. Ja, also er hatte vorher auch schon einfach nur, aber mit einem Absatz, also mit einer harten Kante, schon schwarze Umrandung. Und das habe ich auch so ein bisschen beibehalten, nur eben extremer, ne, dass das unten mit dem Schwarz bleibt. Und dann waren wir beim Lackieren und da hat der Lackierer gesagt, Mensch, lass uns doch das Dach mitmachen. Ja, da war ich erst so nicht so überzeugt davon und dann hat er gesagt, warte ab, ich mach einfach. Da habe ich gesagt, na gut, mach. Und dann hat er das gemacht und dann war das einfach so, wo ich gesagt habe, okay, geil, lassen wir so. Können wir so beibehalten. Ja, und so kam das eigentlich mit dem Schwarz zustande. Felgen sind eigentlich viel zu groß für das Auto. War aber auch dahingehend, ich wollte wieder was Auffälliges, was Geiles, was einfach so keiner baut, was man auch, wo alle sagen würden, mach nicht. Da habe ich gedacht, das mache ich. Und habe dann mich entschieden für diese 20 Zoll Felgen und das Styling von Ferrada habe ich so an sich auch noch nie gesehen. Und habe gedacht, das ist mal was Neues, das hat nicht jeder, ne, dass man da auch ein bisschen mal was Besonderes hat und auch nicht, sag ich mal, wie jeder Zweite, sag ich mal, rumfährt und auch mal was anderes. Also voll ab von der Spur, nicht mit BBS oder sowas, was natürlich auch geil aussehen würde auf dem Auto, aber ich habe gedacht, ich mache komplett neu. Ja, also das Fahrwerk für das Auto war gar nicht mal so einfach. Da mussten wir aus 4 verschiedenen Fahrwerken, haben wir dann eins für dieses Auto passend gebaut. Von Airlift, auch mehr oder weniger mit Airlift in Verbindung, ne, die dann gesagt haben, okay, so und so, also das haben wir und das können wir dafür passend machen und haben das Ganze dann nachher, ich denke, soweit echt gut zum Passen gekriegt, auch so technisch, dass das alles vernünftig hinhaut. Ja, und jetzt kriegt man das natürlich auch zu kaufen. Ja, im Innenraum haben wir das Ride-Lenkrad, also ein Sportlenkrad in Holzoptik, weil die Holzoptik sich durch das ganze Auto mit den Zierleisten noch so ein bisschen durchzieht. Mit Alcantara bezogen, so wie die A-Säule, die sind mit Alcantara. Dann haben wir Himmel, Griffe und die C-Säule, die sind schwarz lackiert. Nur, das kommt aber auch noch alles anders. Und ja, sonst in Aschenbecher ist die Fernbedienung, also die Airlift-Steuerung eingearbeitet. Der Radiorahmen ist auf Doppeldien umgebaut und in Wagenfarbe lackiert. Ja, sonst so, der Rest ist an sich alles bisher noch original, weil die Sitze sind halt super bequem.
Fahrgefühl in dem Auto ist eigentlich, ich wüsste nicht, wie ich es beschreiben soll. Das Einzige, was ich sagen kann, das, wofür das Auto damals gebaut wurde, um, sag ich mal, Obrigkeiten umherzufahren, das macht das Auto. Also es ist super bequem. Hier ist Platz drin, wirklich en masse. Das ist echt schwer zu beschreiben. Kofferraumausbau habe ich an sich relativ spartanisch gehalten. Ich habe alles verkleidet, weil vorher war das so, ja, es hat seinen Zweck erfüllt. Ne, jetzt sieht das alles noch ein bisschen schön aus. Holzwände gebaut, mit Leder bezogen. Habe dann den Lufttank, der ist ja mit Airbrush verziert, auch in Wagenfarbe. Und habe den dann sichtbar gemacht mit den Stahlflexleitungen oder mit der Stahlflex-Zuluftleitung. Und die Steuerung und Elektrik und sowas, das habe ich alles versteckt, dass das einfach nur vernünftig sauber und clean aussieht und man trotzdem auch noch mal, wenn es mal sein muss, damit einkaufen fahren kann. Ne? Ja, die Motorhaube, die zweite, das ist eigentlich, ja, ich hätte fast gesagt eine Schnapsidee gewesen, aber letzten Endes erfüllt sie insofern ihren Zweck. Es gibt eine Position, in der mir das Auto absolut nicht gefällt und das ist wirklich, wenn die Motorhaube offen ist, weil das vorne einfach alles so verloren aussieht. Und den zweiten Aspekt, den die zweite Motorhaube dann noch mit sich bringt, ist ganz einfach, dass ich nenne es mal Schandflecken von dem Auto, dann, wenn man, sag ich mal, wenn man fährt und dann logisch hat man auch mal Insekten und Straßendreck und sowas und der fliegt ja dann natürlich auch da vorne rein und das ist dann am Schlossträger, sag ich mal, gröbstenteils alles verdreckt und man kann, das Hauptaugenmerk liegt dann trotz alledem direkt auf diesem, ich sage mal, relativ seltenen Motor. Pläne sind immer groß. Also was noch Plan ist, jetzt sage ich mal, wenn wir gleich mal in Bezug auf den Kofferraum, da werden noch Monitore, oder ein Monitor wird noch definitiv reinkommen. Das erstmal so zum Kofferraum, vielleicht noch ein bisschen das Soundsystem noch mal überarbeiten. Und ja, im Innenraum nachher dann alles noch mal wieder überarbeiten, mit Sitze neu. Irgendwann haben auch die ihre Zeit rum. Dann kommt ein Sternenhimmel rein, ne? Und auch den Himmel selbst noch mal mit Alcantara bezogen, dass das auch einmal alles einheitlich schön und sauber aussieht. Ja, also so ein Projekt, das kann man nicht, das alleine auf gar keinen Fall, das funktioniert einfach nicht. Da hatte ich große Hilfe von meinem Lackierer des Vertrauens, Crossover Airbrush. Der hat da die Lackierung übernommen, auch super zufrieden. Das hat alles tadellos geklappt. Dann bei dem Fahrwerk hatte ich Hilfe von Daniels Allcar Tuning. Der hat sich da um die Kommunikation und den Einbau mit Airlift und mit dem Fahrwerk und so, da hat der sich drum gekümmert. Ja, und sonst so der Freundes- und Bekanntenkreis, der dann ab und zu, wenn man mal eine dritte und vierte Hand mit dazu brauchte, der war natürlich dann auch mit da und hat geholfen.
wenn mal Probleme oder man weiß ja auch nicht immer weiter, wie man was bauen soll. Ne? Da hatte ich eigentlich auch von Freunden und Familie immer super Rat und Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim inneren Blumenpflücken und beim Good Old Times. Tschüss!